Mir ist wichtig, dass man, wenn man rausgeht und sich mal umschaut, was man vor der Haustüre hat, dass man das einfach lernt zu sehen und auch lernt, damit umzugehen. Wie zum Beispiel jetzt, bei mir hat der Opa die Elsbeerbäume gesetzt und ich habe aus dem wirklich was machen können. Wenn du einen Baum pflanzt, denkst du immer an die nächste Generation. Und das ist halt das, wo ich mir denke, okay, ja, langfristig denken ist ganz schwer und das muss man wieder lernen. Die Elsbeere ist ein Baum, der was uns schon seit Jahrhunderten umgibt. Der hat so viel zum Erzählen, so ein Elsbeerbaum. Das ist unglaublich, was der schon erlebt hat. Und für mich hat der Elsbeerbaum eigentlich insofern einen ganz hohen Stellenwert, weil er schafft, dass wir wirklich 4 Generationen auf einer Leiter stehen. Der Opa natürlich ganz oben, ist der Opa. Und ja, Opa, Mama, ich und dann unter mir schon die Kinder. Also der Baum, der verbindet richtig. Und das ist einzigartig. Die Beere, was im Herbst beerntet wird, ist säuerlich süß. Dadurch ist ja die Elsbeere vielseitig einsetzbar. Und wenn man dann den Kern zerbeißt, kommt man auf das typische Mandel-Marzipan-Aroma. Das, was man im Schnaps sehr gut wieder erkennt. Oder was eigentlich das Charakteristische ist für den Brand. In die Brennblase passen ca. 110 bis 115 Liter rein. Da wird die Maische eingefüllt und dann geht es eben über die verschiedenen Böden, über die Kochböden, schlussendlich zum Kühler. Und da kriegen wir dann ca. 4 bis 5 Liter Schnaps raus. Also relativ wenig. Man versucht da jetzt möglichst viel Lebensraum zu schaffen für die Insekten. Das kann man ganz einfach, indem man einen Baum stehen lässt. Einfach einen toten Baum stehen lassen, schafft für viele Insekten einfach einen natürlichen Kreislauf. Also wir stehen da jetzt beim alten Apfelbaum. Der ist uns dieses Jahr umbrochen, aber wir lassen ihn trotzdem stehen, weil das einfach für die Biodiversität extrem wertschöpfend ist. Und ich sage immer, den haben wir jetzt 15 Jahre schon ausgemahnt. Und wenn wir jetzt nur mal 15 Jahre ausmachen, macht das überhaupt nichts. Die Insekten haben für meinen Betrieb insofern einen Wert für die Bestäubung in erster Linie, weil mit vielen Obstsorten, die was abhängig sind, eben für die Bestäubung von den Insekten. Und auch für die Vögel. Also wir haben eine ganz seltene Rasse da, das ist der Halsbandschnäpper. Und natürlich, je mehr Insekten hast, desto mehr Vögel und das geht halt weiter. Es nennt sich auch Kreislauf der Natur. Und die Insekten sind halt einmal die Basis für dem Ganzen. Warum bei mir jetzt so viele Insekten vorkommen? Also, weil wir, glaube ich, sehr insektenschonend wirtschaften. Ich habe jetzt das Mähwerk umgestellt auf ein Doppelmessermähwerk, was auch wieder ein Schritt zurück war. Bis der Opa gesehen hat er gesagt, so eins habe ich auch mal gehabt. Und ja, wir schauen, dass das Gleichgewicht einfach besteht. Also ich möchte gerne zeigen, dass man das schätzt, was man vor der Haustüre hat. Dass man das nutzt, dass man das einmal bewusst wahrnimmt. Ich stehe zum Beispiel da jetzt unter einer 200 Jahren alten Elsbeere. Die Bäume hat der Opa wirklich gepflegt und ich kann jetzt das wirklich beernten. Und wenn jeder ein paar kleine Schritte setzt, wie zum Beispiel einen Asthaufen oder einen Tümpel anlegen, da wo die Insekten sowas von profitieren, dann können wir einfach gemeinsam viel erreichen.